Hey Action-Fans! Willkommen bei Polizei Halt. Wir haben für euch die interessantesten und actionreichsten Verfolgungsjagden und Polizeiberichte zusammengestellt. Glaubt bloß nicht, dass die Bilder aus einem Film stammen. Sie sind alle echt. Los geht's! Am 27. September 2025 gegen 13:44 Uhr nachmittags entdeckte der Polizeibeamte Todd Williams auf dem US Highway 167 einen weißen Chevrolet Malibu aus dem Jahr 2006, der mit einer Geschwindigkeit von 99 Meilen pro Stunde in südlicher Richtung fuhr. Trotz der Aufforderung des Beamten anzuhalten, entschied sich der Fahrer zur Flucht und beschleunigte das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit auf über 100 Meilen pro Stunde, wobei er mit gefährlichen Manövern durch den Verkehr fuhr. Während der Verfolgungsjagd wechselte der Malibu wiederholt die Fahrspur, ohne zu blinken, und geriet fast außer Kontrolle. Da der Fahrer weiterhin mit hoher Geschwindigkeit fuhr, führte Officer Williams eine taktische Intervention mit einer Geschwindigkeit von etwa 107 Meilen pro Stunde durch, um das Fahrzeug zu stoppen. Nach der Intervention geriet der Malibu außer Kontrolle, kam von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und kam schließlich im ländlichen Grant County zum Stehen. Durch diese weltweit, einschließlich in Deutschland, selten anzutreffende Intervention wurde das Fahrzeug in einen schweren Unfall verwickelt und völlig zerstört. Diese harte Vorgehensweise der amerikanischen Polizei wird zwar manchmal kritisiert, spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Festnahme der gefährlichsten Straftäter. In der Zwischenzeit begann Rauch aus dem Fahrzeug aufzusteigen. Die am Unfallort eintreffenden Einsatzkräfte halfen dem Fahrer zunächst aus dem Fahrzeug und nahmen ihn dann fest. Im Fahrzeug wurden etwa 4 Unzen Marihuana, abgelaufene Kennzeichen und eine fehlende Versicherung festgestellt. Dem Fahrer wurden folgende Vorwürfe gemacht: Flucht mit einem Kraftfahrzeug, gefährliches Fahren, überhöhte Geschwindigkeit, Widerstand gegen die Festnahme, Drogenbesitz, ungültige Kennzeichen und fehlende Versicherung. Das ist erst der Anfang. Bleiben Sie dran! Am 28. September 2025 um 15:06 Uhr nachmittags nahm der Polizeibeamte Matthew Foreman die Verfolgung eines Honda Civic auf. Was zunächst als gewöhnlicher Geschwindigkeitsverstoß begann, entwickelte sich zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd, als das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Der Fahrer weigerte sich trotz aller Warnungen anzuhalten. Durch eine Manöver der Polizei geriet der Civic außer Kontrolle und verunglückte. Während der langen Verfolgungsjagd überhitzte der Motor und kam zum Stillstand. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Kurz darauf erreichte das Fahrzeug fast den Explosionspunkt, was die Beamten zu einem sofortigen Eingreifen zwang. Foreman und andere Teams stoppten den Verkehr schnell, um die Explosionsgefahr zu vermeiden, und sperrten den Bereich ab. Diese Momente wurden dramatisch von der Kamera des Beamten aufgezeichnet und am Unfallort herrschte große Panik. Mögliche Anklagen gegen den Fahrer: Flucht mit einem Kraftfahrzeug, gefährliches Fahren, überhöhte Geschwindigkeit, Fahren ohne Versicherung und Verstöße gegen die Fahrzeugsicherheit. Die Action geht mit Vollgas weiter. Am Nachmittag
Nachmittag des 17. September 2025 bemerkte ein auf der Interstate 40 patrouillierender Polizist einen blauen Ford Mustang ohne Nummernschild, der mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeifuhr. Als er das Fahrzeug anhalten wollte, trat der Fahrer das Gaspedal bis zum Anschlag durch und begann mit gefährlichen Manövern durch den Verkehr zu flüchten. Die Geschwindigkeit erreichte 110 Meilen pro Stunde, während das Fahrzeug sowohl zwischen Lastwagen als auch zwischen PKWs hin und her schwankte. Was die Situation noch gefährlicher machte, war, dass der Fahrer bei dieser hohen Geschwindigkeit fast vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Verfolgung dauerte einige Minuten und aufgrund des starken Verkehrs verlangsamte der Mustang kurzzeitig seine Fahrt. Als die Straße jedoch wieder frei war, beschleunigte der Fahrer erneut. In diesem Moment führte der Polizist eine klassische TVI-Manöver durch, um das Fahrzeug anzuhalten. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Mustang gegen die Leitplanken und kam auf der mittleren Fahrspur zum Stehen. Der Polizist richtete seine Waffe auf den Fahrer und forderte ihn auf, sich zu ergeben. Doch damit war die Sache noch nicht zu Ende. Zwei Frauen, die dem Fahrer gefolgt waren, kamen mit einem anderen Fahrzeug am Unfallort an und versuchten einzugreifen. Glücklicherweise konnte die Polizei die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Nach der Festnahme des Fahrers Jamarius D. Butler wurden in seinem Fahrzeug eine Pistole und etwa 1 Gramm Marihuana gefunden. Butler gab zu, dass er die Drogen bei sich hatte und sagte, das war der Grund für meine Flucht. Bei der Identitätskontrolle stellte sich heraus, dass sein Führerschein suspendiert und sein Fahrzeug nicht zugelassen war. Interessant ist, dass es auf deutschen Autobahnen zwar in einigen Regionen keine Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, die Verfolgungsjagden der Polizei dort jedoch viel kontrollierter ablaufen. In den USA hingegen erinnern diese Verfolgungsjagden mit hoher Geschwindigkeit fast an Filmszenen. Was denken Sie, welche Polizeitaktiken sind effektiver, die deutschen oder die amerikanischen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und geben Sie auch an, von wo aus Sie zugeschaut haben. Am 1. Oktober 2025 bemerkte ein Streifenwagen der Florida Highway Patrol auf der Interstate 95 im Bezirk North Miami-Dade einen weißen Honda, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Standstreifen fuhr. Der 19-jährige Fahrer Abel Campos schlängelte sich durch den Verkehr, gefährdete andere Fahrzeuge und verstieß gegen die Verkehrsregeln. Als die Polizeisirenen und Lichter eingeschaltet wurden, gab er statt anzuhalten Gas. Und so begann eine gefährliche Verfolgungsjagd auf einer der verkehrsreichsten Straßen von Miami-Dade. Die Verfolgungsjagd verlagerte sich bald in einen Baustellenbereich. Campos versuchte, zwischen den schweren Baumaschinen auf der Straße zu manövrieren, um zu entkommen, und bog dann plötzlich ab und fuhr in falscher Richtung auf die Autobahn. Während der Flucht sprang der Honda mehrmals über die Unebenheiten der Baustelle. Diese Momente glichen einer Szene aus einem Actionfilm.
Der Fahrer, der es kurzzeitig geschafft hatte, der Polizei zu entkommen, befand sich plötzlich mitten im dichten Verkehr gegenüber der Polizei. Er gab erneut Gas und fuhr weiter auf dem Standstreifen. Schließlich griff der Polizist im richtigen Moment ein, führte ein klassisches PIT-Manöver durch und zwang den weißen Honda, unkontrolliert ins Schleudern zu geraten und anzuhalten. Aber der Honda schaffte es erneut zu entkommen, aber nicht für lange. Nach einer Weile fuhr das Auto in ein Loch und musste anhalten. Nach dem Unfall stieg Campos aus seinem Auto und wurde von der Polizei ohne Widerstand festgenommen. Bei der Befragung wurde berichtet, dass Campos wegen Flucht mit hoher Geschwindigkeit und gefährlichem Fahren mit Sachbeschädigung festgenommen wurde. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Am 31. Dezember 2023 bemerkte ein Trooper während seiner Streife auf der Interstate 430 zwei Fahrzeuge, die mit einer Geschwindigkeit von 94 bis 95 Meilen pro Stunde fuhren. Als die Fahrzeuge die Ausfahrt 4 verließen, nahm der Trooper die Verfolgung auf und an der Kreuzung Colonel Gleed Road bogen eines der Fahrzeuge auf die David O'Dowd Road und das andere auf die Bowman Road ab, wo sie den Verkehr behinderten. Die Geschwindigkeit und die unkontrollierten Manöver stellten eine ernsthafte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Während der Verfolgung beschleunigte der Fahrer des Toyota Camry, Dashen Slay, schaltete seine Scheinwerfer aus, um Dunkelheit zu erzeugen, wechselte auf die Gegenfahrbahn und ignorierte rote Ampeln, wobei er Geschwindigkeiten von 130 bis 140 Meilen pro Stunde erreichte. Während das Fahrzeug den Verkehr gefährdete, setzte der Trooper die Verfolgung mit Blaulicht und Sirene fort. Der systematische und risikoreiche Ansatz der Arkansas State Police in solchen Situationen ähnelt den organisierten und sicheren Verfolgungsstrategien der deutschen Autobahnpolizei, findet jedoch unter weitaus gefährlicheren Bedingungen in den USA statt. Was denken Sie, wäre eine solche Verfolgungsjagd in Deutschland oder den USA sicherer und effektiver? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.
Die Verfolgungsjagd wurde in der Dunkelheit der Nacht mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt. Natürlich gab es Gründe für die verzweifelten Fluchtversuche des Fahrers. Trooper nutzte eine günstige Gelegenheit, um Slays Fahrzeug mit einem Tactical Vehicle Intervention Manöver anzuhalten. Slay ergab sich, indem er seine Hände zeigte, und das Fahrzeug wurde von den Streifenpolizisten sicher kontrolliert. Im Fahrzeug wurden 2,9 Gramm Marihuana gefunden und die illegalen Substanzen wurden sichergestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Situation vollständig unter Kontrolle und weitere Gefahren wurden beseitigt. Am Abend des 19. September 2025 gegen 23 Uhr 55 Minuten griff ein Trooper, der auf der Interstate 30 in der Nähe der 133. Meile einem Fahrzeug Hilfe leistete, auf einen aktiven Verfolgungsjagdeinsatz der Polizei von Alexander hin ein. Das verdächtige Fahrzeug fuhr in östlicher Richtung auf Höhe der 123. Meile, als der Trooper schnell in sein Fahrzeug stieg, sich der Verfolgung anschloss und kurz darauf die Führung übernahm. In einem Bereich mit geringem Verkehrsaufkommen fuhr das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von über 100 Meilen pro Stunde und wechselte gefährlich die Fahrspur. Still 30 east. Approaching the 139. Disregard for TBI. I'll come secondary, I'll call it. Als sie sich der Ausfahrt 139a näherten, führte der Trooper ein taktisches Fahrzeugmanöver durch. Das Fahrzeug verlor kurzzeitig die Kontrolle, konnte sich jedoch wieder fangen und fuhr die Rampe hinun. Checking the 139 now. 60, 7 flight. Coming up on Roosevelt, taking a left. TBI. Der Verdächtige hielt nicht an der roten Ampel an, bog auf der Roosevelt Road nach Westen ab und wurde nach der Unterführung einem zweiten TVI-Manöver ausgesetzt. Diesmal geriet das Fahrzeug ins Schleudern und Trooper Parada blockierte das verdächtige Fahrzeug an einer Mauer, um es am Weiterfahren zu hindern. An diesem Punkt wurde der Verdächtige sicher aus dem Fahrzeug geholt und festgenommen. Die systematischen TVI-Manöver, die die Arkansas State Police in ähnlichen Situationen anwendet, ähneln den regel- und sicherheitsorientierten Interventionen der deutschen Autobahnpolizei. Allerdings finden sie in den USA unter wesentlich risikoreicheren Bedingungen statt. Der Verdächtige wurde wegen Flucht und rücksichtslosem Fahren angeklagt. Put your phone
this, you fuck idiot. Im Ergebnis waren alle Verfolgungsjagden sowohl von hoher Geschwindigkeit als auch von scharfen Manövern geprägt. Und dank der professionellen TVI-Taktiken der Arkansas State Police konnten viele ernsthafte Gefahren verhindert werden. Wenn auch Sie die Spannung echter Polizeieinsätze erleben und alle ähnlichen Verfolgungsjagden verfolgen möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Jedes neue Video wird voller Szenen sein, in denen die Gefahr ihren Höhepunkt erreicht, Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit fliehen und Maßnahmen in Echtzeit ergriffen werden. Wenn Sie unserem Kanal beitreten, können Sie auch vergleichende Analysen von Polizeieinsätzen in verschiedenen Ländern wie den USA und Deutschland sehen. Denken Sie daran, dass die Action hier nicht aufhört. Jede neue Verfolgungsjagd wird Sie noch mehr begeistern. Hey, go ahead and cut your camera, start over again.